besser. Also, neues Spiel. First Night. Mich stören immer noch die O's, dass die komplett ausgefüllt und jetzt diesmal sogar noch weiß komplett sind. Im Gegensatz zu den restlichen Dingern. Okay. Oh, Panic. Oh. Hallo. Keep calm first night. Ja. Right, I should do it. Hey, glad to see you're working there. The name's Fritz, and welcome to the Popgoes Pizzeria, the next generation of kids' entertainment. As you already know, you'll be guarding this place until 6 in the morning, and as your boss, I'm obliged to help you understand your job and the tools you'll be allowed to use during the shift. Moment. Ich starte das Spiel nochmal neu. Das ist sehr leise. Hallo Gryphon. Vielen Dank für Pony Island. Dankeschön. Das neue Design leicht gewöhnungsbedürftig, aber ganz okay eigentlich. So, mal schauen, ob wir Fritz jetzt hören. Fritz Smith von, war das FNAF 1 oder war FNAF 1 Mike Schmidt? Weiß gar nicht mehr. Wo sind denn die ganzen Leute? Ich sehe niemanden. Okay, da ist, oh, da ist, Right, I should do it. Hey, glad to see you're working there. The name's Fritz, and welcome to the Popgoes Pizzeria, the next generation of kids' entertainment. Warum ist die direkt hinter mir? As you already know, you'll be guarding this place until 6 in the morning, and as your boss, I'm obliged to help you understand your job and the tools you'll be allowed to use during the shift. So, first things first, I've got to be honest, your current setup might not be very optimal, so to say. I didn't have time to prepare a designated room for you in the location, so you'll just have to manage with using one of the internet cafe monitors near the stage, next to the gang. Don't start complaining just yet, I set a nice spot near the window for you. Even brought a fan. Anyway, the phone you have in your hand, it's usually used by kids during the day for games and whatnot, but I've sorted out a security application that only activates during the night, which is when you're here, obviously. Everything you'll ever need for your job is ready to use. Go on, press some buttons. You can check all the rooms with set cameras that are connected online, and the ventilation system too. Alright, I know what you're thinking. First night on the job, I'm rambling a bit, it's a lot to take in. And yes, I know there are a bunch of anthropomorphic plastic animals around you, watching you work. Trust me when I say I know how that feels. Your imagination might get a tad bit out of control. Stress does that to you. But don't worry, you're completely safe here. I've built this place from the ground up to be one of the most transparent, honest, and safest places on Earth. Unlike some other businesses. If you ever start feeling anxious, looking out the window or just, taking a look outside should calm you. That tends to work for me at least. Right, back to the anthropomorphic animals. I'm sure you've already guessed by now that these are our animatronic characters. Top of the line technology. Honestly, the name animatronic doesn't do them justice. They're more like multi-purpose robots. They can be programmed to do anything I can think of. They pretty much run this place now. Of course, again, they are completely harmless. They aren't physically capable of hurting anybody. Made sure of that myself. I think I might be going on for too long. Last thing on the list. You may have noticed that this is a pre-recorded message, which means if you want to ask a question, you won't get an answer. But hey, to fix that, I've given you some options. I stayed up all night to set up a simple Q&A system to go with your app. When this call ends, you will get 3 topics to choose from, and when you select one of them, another audio message of mine will play to help explain whatever you want to know more about. Quite nifty, right? Obviously not quite as much freedom as a normal
Well, that's it for your first night. Check those cameras and don't forget to take a breather once in a while, right? Your free option should appear now. What is the room shutdown button? What are the robots capable of doing? How is this placed during the room shutdown? Alright. You want to learn more about your job, that's good. Well, as you might have noticed, you can reset any electronic or wireless connections in 6 of the pizzeria's rooms by using your phone's room shutdown button. I added this feature to your phone to ease the job of having to fix any tech-related problems that might crop up during your shift. You know, so you don't have to go there and manually fix it. So if you see the printers going awry or something, just push that button and wait a few seconds for all the systems to go back online. Bear in mind, technical faults almost never happen here, so I really doubt you'll need to use it that much. Oh, and don't worry about breaking any machinery or something. They'll just go back to doing their normal activities once the shutting down procedure is complete, which is about 5 to 10 seconds long. Alright, well, that's your first night. I'll do the same thing for you tomorrow. You know what to do. Good night, kid. Oh! Oh oh. Was macht der da? Ah! Was soll das? Was hat der denn? Schau mal lieber aus dem Fenster raus. Geht die Panik nicht so hoch. Aber was ist das? Was hat der da hingestellt? Was versucht der da zu machen? Der hat irgendwas am 3D-Printer gedruckt. Da schon wieder. Fick dich. Shutdown. Idiot. Jetzt geht er raus. Der versucht irgendwas zusammenzubauen. Der Sack. Fuck, wo ist er jetzt hin? Da ist er. Nix da. Du baust dir nichts zusammen. Dummes Wiesel. Viech da. Ich finde es aber sehr, sehr cool, dass du die direkt auch, nicht direkt sich bewegen siehst. Aber, zumindest, während du noch auf die Kamera schaust, wie das eben zum nächsten Frame sozusagen springt. Das ist ziemlich cool. Ich kann nicht erkennen, was der da genau macht. Nix da! Dummes Stück Wiesel. Kack. Ich finde es aber sehr, sehr schön, dass du ständig den Monitor offen hast. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Nix da. Weaselware. 3 Uhr haben wir schon. Das läuft ja. Wie im Flug vergeht die Zeit. So ist er jetzt, der Sack steht immer noch da. Und weg ist er. Da ist er. Da ist auch ein 3. Warum ist hier überall ein beschissener 3D-Printer? In jedem zweiten Kackraum. Was passiert eigentlich, wenn ich den sehe und... Wo ist er? Da ist er. Nix da. Ich frage mich, was passiert, wenn die Panik voll ist. Was sehr interessant ist, von Lore her... Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Was sehr interessant ist von der Lore her, ist, dass Fritz... Also ich nehme stark an, dass das Fritz aus irgendeinem FNAF-Spiel ist. Ich weiß nicht mehr welchen. 2 oder 1. Ich glaube 2. Dass der sozusagen das Ganze hier für uns eingerichtet hat. Ich weiß nicht, ob er direkt der Inhaber von oh, was macht denn das? Ich kann hier Farben drücken. Rosa! Bewegst du dich? Okay, die beiden sind noch da. Der Typ da hinten ist noch da. Der ist nicht mehr da. Wo ist er? Wo druckt er seine Scheiße da?
Ich bin auch ein Animatronic. Yay! Wir sind alle Animatronics. Aber ja, dass Fritz zumindest den ganzen Scheiß hier eingerichtet oder vielleicht sogar halt komplett ausgestattet hat, das Restaurant. Und was mir aufgefallen ist, hier unten der Becher. Bup. Wo ist er? Wo ist er, der Sack? Da ist er. Nix. Da. Okay, also ich habe anscheinend die Mechanik von Popgoes selbst schon mal rausgefunden. Einfach Shutdown machen, wenn er versucht, irgendwas auf auf irgendeinen dieser 5 Millionen verschiedenen 3D-Drucker zu drucken. Wo ist er denn jetzt? Da ist er schon wieder. Ah, das wird nervig, Oh, auf einmal ist die Panik komplett weg. Habe ich nichts dagegen. Kann ich... Ich frage mich nur kurz, was das da hier macht, genau. Ich finde es auch schade, dass man nicht die anderen beiden Optionen danach nochmal anhören konnte. Sondern nur eins sozusagen pro Nacht auswählen kann. Oder halt für diese Nacht. Ich weiß nicht, ob in den anderen Nächten auch so was da ist. 5 Uhr haben wir schon, also die erste Nacht geht recht schnell rum. Und ist auch recht einfach, weil wir nur im Endeffekt eine Animatronic haben, um die wir uns kümmern müssen. Ist der immer noch da? Nee, da ist er. Sehr schön. Nice. Sehr schön. Oh. Kenne ich woher. Okay, also das hier ist die komische Ente auf dem Parkplatz. Okay. Interessant. Gehen wir links. Balance! Yay! Ich höre Sachen. Es hört sich fast nach dem Mängel statischem Rauschen an. Oh, da ist die Kappe von Balloon Boy. Oh, es macht ein anderes Geräusch. Okay. Okay, glaube... Ich glaube fast, das hat irgendwie mit einem besonderen Ende oder so zu tun. Dass man verschiedene Items finden. Vielleicht pro Nacht eins oder so. Okay, da ist ein Mängelzeug. Der Haken von Mängel und... Hat Mängel eine Schleife? Ah, nee. Funtime? Nee, Funtime Foxy kann es nicht sein. Aber Foxy Haken, aber... Funtime Foxy kann es nicht sein, weil... Nur FNAF 1 bis 3 Canon sind hier. Okay, das ist ein Chica Cupcake. Aber es macht nicht dieses Piepgeräusch, sondern dieses Tut. Cupcake von Chica.
Okay, da ist Mikrofon von Freddy. Aber auch wieder tot. Da. Sehr interessant. Ist aber auch sehr dunkel. Okay, hier ist die Gitarre von Bonnie. Eine kaputte Gitarre. Nee. Wonach suche ich denn jetzt eigentlich? Direkt. Also die Kappe von Balloon Boy hat zumindest schon mal was ausgelöst. Indem ich ein paar Mal drauf gepiept habe. Oh. Oh oh. Und es geht wieder weg. Okay. Das Schild, das könnte das, ne, steht Balloon drauf. Okay, das ist Balloon Boy Schild. Ansonsten hätte ich vielleicht vermutet, das Schild bei Pirates Cove bei FNAF 1. Geht das jetzt hier wieder? Ja, da macht's wieder Piep. Ich glaube, das müssen wir nur einmal aktivieren sozusagen. Hey, da ist er doch! Hallo, Balloon Boy! Second Night, okay. Also Balloon Boy war anscheinend irgendwie in so komischen Strängen gefangen. Weiß nicht. Tentakel. Wer weiß, was das für ein Spiel ist. Interessant. Aber schauen wir mal. Hey! Ich habe eine Figur bekommen. Der dumme Sack versucht schon abzuhauen. Hey! Right, hey again. Second night. Hope you've gotten used to your job by now, pressing buttons on a phone. You'll have trouble finding a job that actually requires you to be on one of those. Anyway, I expect efficient use of that phone, Kip. Oh, and I'll let you know now, don't start slacking off. I'm paying attention. After your first week is done, I'll be doing a review of your progress to see if you are fit to continue or not. If you do your job especially well, I might even give you a bonus. But I guess there isn't even that much for you to do. I know I haven't given you much to work with just yet, as this is just the test run. But there is something for you to do in case you get bored, I suppose. Since, well, I'm not going to treat you like those robots behind you. So we're entering the winter time. I imagine you'll be working just next week, so it's going to get pretty darn cold for you. And I'm sure you've already noticed this from yesterday. I don't know. I have given you access to the ventilation system, which means you should be able to turn on the heating grids once in a while to warm up the place. They'll stay on for about a minute probably, but that's long enough, right? Bear in mind the vents go around the perimeter of the building, so I'm sure you'll figure it out. Well, that should keep you entertained. God, I hope you're as easily pleased as I am. That's all for tonight. Oh, wait, now it's your turn to talk. Here you go. Ah, yes, it does look kind of weird, doesn't it? Well, as with all of the other systems in the building, I designed those heaters myself. They're just very thick. His name is Fritz. One face of the vent to the other. You should be able to see a square rim around the vent section, with a light that switches between red and green. That rim is what keeps the lasers stable. When they're on, the lasers heat up the air that's constantly going around pisst sich das ein Bein. Keeps almost every human-occupied room in the location warm. Well, He lied to you. Speaking of which, can you see where it is? If you think it's in one of those cameras, well, you're wrong. I'd hate being recorded all day. You can guess how much work I do in there, and being on camera would only interrupt that. I think it's the only room that isn't surveyed. Oh, and the bathrooms aren't either, of course. If you still can't see my office, and you really want to know where it is, just look to your left. The door's right there next to Popgoes stage. That's about it. Try out the heating, and I'll see you tomorrow. Heating ausprobieren. Okay. Probieren wir es doch mal aus. Heat! Ich habe immer noch nicht ganz... Everything is...
Okay. Ah, das ist doch schön. Verpiss dich. We will kill you. Nein, danke. Oh! Oh! Herzversagen. Herzrasen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was war das? War es so ein Viech von der Stage? Connection lost. Connection lost. Act, Reboot, Retry. Das ist ein komischer Todesbildschirm. Test, ich glaube fast, ich glaube fast, dein einer Satz von vorhin, dass wir auch eine Animatronics sind, könnte vielleicht nicht mal so falsch sein. Ich habe bloß das Hitzezeug, das Heating habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Was das genau machen soll. Ich meine, gegen diesen komischen Nachrichtenidioten da scheint sie nichts gebracht zu haben. Fick dich, Popgoes! Der ist aber auch nicht überall. Right, hey again. Second night. Ey, das ist sogar der. Your job by now, pressing buttons on a phone. You'll have trouble finding a job that actually requires you to be on one of those. Anyway, I expect efficient use of that phone, Kip. Oh, and I'll let you know now. Don't start slacking off. I'm War paying der schon attention. fertig? After your first week is done, I'll be doing a review of your progress to see if you are fit to continue or not. If you do your job especially well, I might even give you a Ja, er war bonus. fertig. But I guess there isn't even that much for you to do. I know I haven't given you much to work with just yet, as this is just the test run. But there is something for you to do in case you get bored, I suppose. Since, well, I'm not going to treat you like those robots behind you. So we're entering the winter time. I imagine you'll be working just next week, so it's going to get pretty darn cold for you. And I'm sure you've already noticed this from yesterday. I don't know. I have given you access to the ventilation system, which means you should be able to turn on the heating grids once in a while to warm up the place. They'll stay on for about a minute probably, but that's long enough, right? Bear in mind the vents go around the perimeter of the building, so I'm sure you'll figure it out. Das mit den Nachrichten und der Panik könnte sogar sein. God, I hope you're as easily pleased as I am. That's all for tonight. Oh, wait, now it's your time to talk. Here you go. I don't know. They already do so much. You think I'm going to send them up into vents and turn the lasers on manually each time someone gets chilly? Ups. Alright, I'll admit I did try that out once with one of the squirrels, but come on, let's not give them more stuff. Eichhörnchen. These guys are already busy enough. Die sind weg. They deserve a break. During the night, Popgoes and the others are supposed to be, you know, resting. Oh, and Stone the Crow in the car park, he can't physically move out of his birdcage, so he's pretty much resting all the darn time. Anyway, the vents are only for air to travel around the building. It could be dangerous if someone, especially a plastic-covered robot, were to get stuck in there, or if they touched one of the heating lasers. It's pretty easy. I thought you'd have fun with it anyway. Just get that done and you should be alright. Alright? Excellent. See you tomorrow, kid. Da sind sie, die Säcke. Oh, die gehen in den scheiß Schacht rein. Verpiss dich! Du stehst da draußen. Du kannst gar nicht hier drin sein. Was mache ich denn gegen diese komischen Eichhörnchen dann? Was sind die für den Ventilationsscheiß? Da sind sie. Wo ist Popgoes? Hat der inzwischen schon sein zweites Teil gemacht? Verpiss dich! Ich glaube ja. Bist du da? Noch nicht. Aber eh gleich. Da sind sie. Fickt euch! Ah, okay, das ist... Ah, okay, das ist... Hitze-Laser. Fuck, diese dumme Stone. Ja, das ist das zweite Teil. Fuck! Das ist,
Stressig. Nein, Popgoes, fick dich. Ah, da sind sie wieder, immer noch, besser gesagt, immer noch. Popgoes, wo bist du? Da ist er. Okay, jetzt ist er wieder irgendwo in dem Raum. Oh, ist das nervig. Oh, ist das stressig. Immer noch. Geht weg. Geht weg. So ist jetzt der Sack. Da. Panik. Dumme. Ente da. Okay, da sind sie nicht mehr. Moment. Da, nee. Wo ist Popgoes? Schnell. Da ist er. Da sind sie. Oh! Da ist er. Das ist... Das ist definitiv richtig. Die sind sauschnell. Die Kack 3D-Drucker. Das ist ja fast so, als wäre es gar nicht im echten Leben hier. Oh Gott, die sind weiter. Da sind sie, ja. Drecks-Eichhörnchen. Wo ist er jetzt? Ich habe ihn nicht gesehen. Da ist er. Sind die da? Da sind sie. Oh, ich komme gar nicht... 3 Uhr haben wir erst. Muss nicht sein. Event. Zack. Fick dich, Popgoes. Ich frage mich immer noch, was dieses Ding zu tun hat. Geht weg. Immer noch da. Beweg dich. Nein! Fick dich! Will nicht Panik schieben. Dumme Kackente. Oh. Immer noch 3 Uhr. Ah! Zeit geht zu langsam. Fuck off. Kack, dumme Ente. Der da drüben, der wird auch irgendwann noch aktiv. Freue ich mich jetzt schon drauf. Säcke, ey. Da ist er. Wo ist er? Ah, da. Jetzt ist er weg. Da ist er. Steht da hinten. Geht wahrscheinlich in die 2 rein dann. Nein. Die 1. Vent. Zack. Fickt euch. Ich frage mich, was das bringt. Nach oben zu schauen. Und was diese dummen Farben da hier bedeuten. Oh, wo ist er jetzt? Da ist er. Geht weg. Können die nicht einfach in den Laser reinlaufen? Oder reinkrabbeln? Tot sein? Oder kaputt gehen? Das wird meinen Job um einiges einfacher machen. So ist er, der Sack. Da ist er. Ich habe die Vermutung, zu schauen, wo Popgoes steht, ist ungefähr rauszufinden, wo er dann in welchen Raum ungefähr reingeht. Jetzt wahrscheinlich in die 1 oder 3 oder 6. Hätte ich gemeint, weil er hier oben steht. 3, 6, da ist er.
Da sind die. Okay. Ein Schema haben wir langsam rausgefunden. 5 Uhr inzwischen schon. Das ist schön. Die sind einfach nur, darf man halt, das Hitzezeug nicht zu lange auslassen. Fick dich! Du stehst doch da draußen! Oder hast du einen Doppelgänger? Das wäre nicht schön. Da ist er. Bei denen ist es so ein... Erinnert mich ein kleines bisschen an Springtrap aus FNAF 3. Die Mechanik von denen. Man muss halt einfach gucken, dass man halt eben schnell genug diesen komischen Laser wieder anmacht. Bei Springtrap war es halt an sich diese Schächte, glaube ich, schließen oder so. Bei den dummen Eichhörnchen ist es halt so. Die stehen immer... das ist schön, dass die immer an der gleichen Stelle stehen. Ich nehme an, dieses Ventilationszeug geht einmal komplett außen rum. Und wenn die dann hier ungefähr beim 7. Raum oder so sind, dann und dann eins weiterkommen, dann habe ich verloren oder so. Wer weiß. So, nächstes. Oh, okay, jetzt bin ich Sandy Cheeks. Nee, keine Ahnung. Ein Eichhörnchen zumindest. Ein Eichhörnchen. Weibliches. Ich nehme. Oder? Weibliches Eichhörnchen? Weiß nicht. Oben ohne ist ein bisschen, Besonders halt, weil ich eine rosa Unterhose anhabe. Stone ist ein dummes Arschloch, der kann sich teleportieren und so weiter. So, mal gucken, welches Item wir diesmal angucken müssen. Okay, nicht der Haken. Tut. Okay, nicht Cupcake. Geräusche. Du meinst so wie in den Lost Woods bei Zelda? Okay. Ein Zylinder? Auktion. Das sah so aus, als ob die ganzen Sachen von FNAF 2, die Animatronic-Teile und so weiter, versteigert wurden. Dann zählt das wahrscheinlich möglicherweise die Hintergrundgeschichte. Was ich dann nicht... Was wir dann uns auf jeden Fall merken sollten, ist dieses Kind mit dem, glaube ich, grünen Ballon und dem Mann nebendran. Und wenn das, ich bin mir aber nicht sicher, ob die Geräusche an sich dann darauf hinweisen, dass seine Nähe der richtige Weg sozusagen ist, oder ob die Geräusche einfach nur zufällig sind. Kann natürlich sein, dass die auf irgendwas drauf hinweisen. Ich nehme eventuell jetzt an,
dass jetzt wenn in dem nächsten Raum der nächste Charakter irgendwie in diesem halt so gefesselt ist. Weil eben hier, das war auch bei Balloon Boy das Zeug. Da war in dem einen Raum seine Kappe und im nächsten Raum war er gefesselt. Okay, ich habe mich geirrt. Möglicherweise trotzdem der richtige Weg. Ja. Okay, das ist Toy Freddy. Das sieht man den Bäckchen. Aber das schien irgendwie, weiß nicht, deaktiviert zu sein oder richtig tot oder halt traurig. Wer weiß. Wir versuchen mal Nacht 3 noch. Und dann schauen wir mal. Weil mehr, das Spiel ist leicht stressig. Das Spiel ist leicht stressig. Remember Colors, call the Badger. Die Farben. Popgoes haut schon wieder ab, der Sack. Colors. Ich meine, die Farbe unten, ja, aber... I think I should start off this call by pointing out that I actually made a mistake in my previous message, which was yesterday's main recording for you. I said that the heaters in the vents stayed on for a minute when you turned them on. In reality, I've made it closer to like 9 seconds or something, so sorry about that. Not a huge mistake, but I should own up to it anyway. It's one of the only things I haven't got written down. I should actually make a note of it now, I suppose. Kind of tired right now. I've been doing all these calls in one take, so I've just noticed it. Such a huge difference too. 1 minute should be 10 seconds. Jeez, I'm an idiot sometimes. Hey, now that you've been here for 2 nights, correct? Beginning your 3rd one now, yes? Tell me, what do you think about the place? The pizzeria, I mean. It's real. Wunderschön. Let me tell you, Hier sind so viele really 3D drin. feel it. The fantasy, the fun. Safety, you know? Kids can run down the halls and be greeted by the characters. They gather around and sing with them on the stage. They build and print out these figurines like posable toys. And of course they get to paint them, coat them in binding agent, etc. Makes them feel grown up. Makes them feel special, you know? I remember this kid one day. Totally heartwarming. There was this kid who was running around and somehow managed to open one of the locked rooms. The server room, I think it was, and he started messing around in there. Well, I was in my office, like always, and I see this kid on the camera. I start to get a little worried. Now, here we go again, I'm saying to myself, and I was about to go get him sorted out myself, but right then, as I'm taking my jacket off, Blake, that badger character to your left, gets in the room with the kid and starts to play a little game, using the server room's monitor. Have you know the game Simon Says? Well, it was like that. He just turned it... Oh, hold on now. I'll sort the rest out later. I'll leave this message here. The options should be up for you now. Sorry about this. Yes, the story. Sorry about before. I had to take care of something. Well, I don't exactly remember where I left off, but the kid ended up liking Blake quite a lot. The rest of the day, he just kept pressing his call button, the yellow one to the left of the monitors, to get him to come closer and play their game. It's moments like those that can make you smile, you know? Getting to use these characters to make people as happy as they've made me. It's really something. At least, I hope you feel the same way. I know you aren't here during the day, so I suppose you'll have to take my word for it when I say it's great. And the kid I mentioned has been a loyal customer since. Oh, Don't really like using that word. was macht denn der jetzt See you da? tomorrow. Blau. Blau! Nein, ich sollte nicht... Panik. Ah, ich muss wahrscheinlich erstmal... Moment. Ah, geh weg! Ah, Stress, Alter. Ich muss erst... Okay, ich nehme an, Popgoes hat schon das erste... Ah, noch nicht das erste Teil gedingst. Blau. Blau. Fick dich. Wo ist Popgoes? Da ist er.
Etwas holprig, aber bisher noch ganz okay. Fickt euch. Fick dich! Du bist noch da? Was? Was ist passiert? Okay. Nein! Dreck! Oh, der geht mir auf den Sack. Fuck off. Grün. Wo ist Popgoes? Da! Gerade so. Fickt euch. Es wird stressig. Ich höre. Ja. Fähig. Ja! Dankeschön! Drecksteil. Überall ist er. Ist der noch da? Ja. Popgoes, wo bist du? Nicht da. Fickt euch. Eichhörnchen. Ah! Sicke. Der ist weg. Rosa. Ah, geh weg. Der versperrt mir die Sicht auf Popgoes. Hab ich so die Vermutung. Dass der oft im gleichen Raum ist wie Popgoes selbst. Okay, Popgoes ist da. Das sollte gleich ausgehen, dankeschön. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wozu einerseits der Knopf da ist und wozu die Farben da ist. Hat sich beides mit der gleichen Animatronic geklärt. Das ist sehr schön. Also so langsam, wenn man weiß, wie was funktioniert, ist das eigentlich alles recht überschaubar. Was verstehe ich nur nicht ganz. Manchmal geht meine Panik bleibt kurz, wenn ich ans Fenster gehe, bleibt meine Panik kurz hängen, manchmal, und geht dann einfach auf einmal komplett weg. Und manchmal geht es da eben so langsam nach unten. Du bist weg. Rot! Ich hab doch rot gedrückt. Sick. Popgoes, fick dich. Müssten natürlich auch die ganzen Knöpfe funktionieren, damit man das auch spielen kann. Sehr schön. Du bleibst diesmal da, Alter. Kein Bock auf Simon Says. Mit einer einzigen Farbe. Tolle Herausforderung. Oh, wo ist er? Da ist er. Moment. Falsche Kamera, glaube ich. Außer ich habe... Ja, dankeschön.
Wow, wer ist das? Kristallstone. Viech. Blau. Ich sollte erstmal Popgoes 1 weit ein Teil printen zu lassen, ist okay. Der ist auch überall, der Sack. Hast deinen Teil geprintet, Alter, ja. Wow! Nein! Danke. Ich hab gedacht, wir spielen Simon Says. Und ich schleich dich an mich ran und bring mich um. So spielt man Simon. So spielt man aber nicht Simon Says. Das habe ich anders in Erinnerung. Fick dich. Fickt euch! Warum seid ihr eigentlich immer im Doppelpack? Gute Nacht, geht's raus. Sehr schön. Ich kann mir nicht ausmalen, wie stressig die letzte Nacht werden soll. So. Zweite Nudisten, Eichhörnchen, Dame. Die sind aber echt oben ohne. So, gucken wir uns noch. Nee, das war Balloon Boy. Boy! Dat Balloon Boy. Mal gucken, ob diesmal Mängel oder Foxy oder sonst wer. Sieht nicht so aus, ne? Gut, machen wir die eine Nacht noch. Was wollen wir danach noch spielen? Könnten eigentlich Pony Island anfangen. Oder... Weiß nicht. Nein, Chica ist es nicht. Das ist nur... Wow! Oh, was ist das? Das ist gleich der Schnabel von Chica und die Schürze. Kristallvogel. Okay. Ich verstehe es nicht ganz. Nee, Moment, das war glaube ich 1 hoch und dann rechts. Ich verstehe die Bilder nicht richtig. Was der Vogel, der so hellblau war, zu tun hatte. Ich weiß auch nicht, ob diese Kristall-Animatronic, die ich da gesehen habe, die in dem Hauptraum stand und auf dem Schild stand, was stand da, irgendwas calm down oder so, oder we help, calming you down, irgendwie sowas, keine Ahnung. Okay, das ist Toy Chica. Ich gehe davon aus. Fourth Night, ja, die machen wir dann beim nächsten Mal. Können wir also ich würde sagen, Popgoes dann nächste Woche in dem Stream, der unter der Woche ist eben. Hätte ich gesagt, dass wir dann eben ja irgendwann unter der Woche. Warte mal. Red Eyes, I'm seeing things. Okay. Okay. Interessant.